Servus, ein herzliches Grüß Gott und Hallo zusammen. Herzlich willkommen auf dem Leitenberger Kanal. Mein Name ist Helmut Ramp, ich bin Vertriebsleiter der Autotestgeräte Leitenberger GmbH. Wie heißt es so schön im Volksmund? Wenn das E-Auto nicht lädt, der Fahrer zu Fuße geht. Oder ein E-Auto, das nicht lädt, der Fahrer fluchend an der Säule steht. Auf vielfachen Wunsch beschäftigen wir uns heute mit relativ einfachen, aber äußerst effektiven Prüfgeräten. Mögliche Fehlerbilder. Wird die HV-Batterie zu langsam geladen? Wird die HV-Batterie gleichmäßig geladen? Fließt auf jeder Ladeleitung in etwa der gleiche Strom? Wird der Ladevorgang über die Fahrzeugsoftware, über die Software der Wallbox limitiert? Hat der Fahrer aus Versehen etwas programmiert? Was lässt der Fahrzeughersteller zum Beispiel aus Sicherheitsgründen zu? In der Wallbox oder im E-Fahrzeug kann es auch zu Hardwarefehlern kommen. Kurzum, wir schauen uns gleich detailliert an, was zwischen Wallbox und E-Fahrzeug passiert und was eventuell der Fahrer oder der Hersteller verbockt hat. Einer der wichtigsten Ladestecker in Europa ist der Ladestecker Typ 2. Wir zeigen heute die benötigten Geräte zur Diagnose der Ladetechnik am Fahrzeug, der Wallbox und der individuellen Fahrzeugeinstellungen. Diese Breakout-Box führt alle einzelnen Ladeleitungen nach außen, sodass wir dort gefahrlos und freihändig die Ladeströme messen können. Außerdem sind alle möglichen Spannungsabgriffe über Bananenbuchsen möglich. Wir führen die Strommessung über unsere Stromzange STZ01 und MT701 durch. Mit unserem MTI 801 messen wir zeitgleich die Ladespannung. Fazit: rasche Diagnose, da alle relevanten Messgrößen in 0, nix gemessen werden können. Die Strommessung erfolgt sicher und berührungslos. Los geht es! Wir schließen die Wallbox-Ladeleitung an unsere Breakout-Box an. Von der Breakout-Box geht es ins E-Fahrzeug. Das heißt, durch unsere Breakout-Box-Ladesäule werden alle Leitungen der Wallbox Typ 2 durchgeschleift. Zusätzlich gibt es hier die Abgriffe der Spannungsversorgung. Die Einzelleiter sind so ausgeführt, dass die Strommessung einfach, schnell und sicher erfolgen kann. So, wir zeigen jetzt kurz die Strommessung. Das heißt, das ist eine Strommesszange. 1 Ampere entspricht 10 Millivolt. Das heißt, wenn wir 100 Millivolt messen, heißt es sind 10 Ampere. Wenn wir 200 Millivolt messen, entspricht das 20 Ampere, nur als Indikator. Wir gehen jetzt hier um den L1 als erstes und messen hier berührungslos den Strom. Das heißt, wir haben die Finger weg. Und wir messen hier 15,6 Ampere. Das ist ein realistischer Zustand. Und jetzt wäre es gut, wenn die L2, L3 ähnliche Ströme haben. Das heißt, es weist auf eine gleichmäßige Ladung hin. So, wir gehen jetzt auf die L2. So, wir versetzen wieder das Komma. 15,7 Ampere. Das heißt, wir sind sehr ähnlich wie L1. So, last but not least, L3. Auch hier messen wir im Strom 15,8 Ampere. Das heißt, um die drei zu vergleichen, ist es ganz gut. Wir gehen jetzt auf den blauen N. Hier werden wir keine 15 Ampere haben. Ja, wir versetzen einmal die Kommastelle. Das heißt, es sind 2,9 Ampere, auch ein realistischer Wert, um das Fahrzeug ordnungsgemäß zu laden. Wir gehen jetzt auch auf den Schutzleiter. Hier haben wir idealerweise nichts, kein Strom fließen. Das heißt, wir sehen auch, es geht runter. Das heißt, es ist kein Stromfluss hier. Das heißt, die Wallbox in Ordnung. Wir laden hier gleichmäßig auf allen 3 Phasen, laden wir gleich.
und haben eben maximale Ladegeschwindigkeit für dieses Fahrzeug. Das heißt, im Prinzip, wir haben jetzt nichts, was weder die Wallbox noch das Fahrzeug bzw. die Ladetechnik im Fahrzeug noch die Apps oder sonst was hier der Ladung im Wege steht. Freunde, das war's für heute. Mal wieder tolle und innovative Messgeräte aus dem Hause Leitenberger. Metrel und Leitenberger, zusammen verfügen beide Partner über 125 Jahre Erfahrung mit Premium-Messtechnik. Eine sehr gute Kombination. Sie können uns gerne jederzeit virtuell auf unserer Homepage besuchen. Das Leitenberger Team und ich wünschen euch eine gute und erfolgreiche Arbeitswoche. Und wie immer stets einen hohen Wirkungsgrad auch beim Laden von E-Fahrzeugen anstreben. Freunde, nicht vergessen, macht's gut und bis bald, wenn es wieder heißt Neues von Leitenberger. Servus.